Hallo meine Lieben und willkommen zu einem neuen Video. Heute nach langer Zeit mal wieder ein Talk-Video. Also schnappt euch gerne einen schönen Tee, ein Käffchen oder ein Matcha und macht es euch bequem. Denn heute kommt sozusagen Teil 2 mit meiner Hormonstörung. Also falls ihr das erste Video noch nicht gesehen habt, ich verlinke es euch hier oben irgendwo. Ich weiß mal nicht, ob das nochmal rechts oder links aufpoppt. Auf jeden Fall entweder da oder auch in der Infobox. Schaut auf jeden Fall den ersten Teil, falls ihr den noch nicht kennt, weil da habe ich nochmal genauer erklärt, wie bei mir das festgestellt wurde, wie ich dann überhaupt auch schwanger werden konnte und so weiter. Also schaut es euch sehr, sehr gerne an. Hier geht es jetzt darum, dass ich jetzt sind es 3 Jahre, also es ist Oktober 2020, hatte ich die Pille abgesetzt. So hat das Video auch geendet. Das war ja irgendwie 2, 3 Monate, nachdem ich die Pille abgesetzt hatte. Da hatte ich das Video abgedreht und jetzt sind mittlerweile, die Zeit rennt unglaublich schnell, 3 Jahre vergangen und ich wollte euch einerseits ein Update geben, dann wollte ich euch jetzt von meinen Erfahrungen berichten und euch vielleicht ein bisschen Mut und Hoffnung machen, weil ich weiß, dass so vielen Frauen PCOS diagnostiziert wird. Wer nicht weiß, was PCOS ist, ich muss immer selber gucken, ich kann mir das nicht merken, das ist ja immer die Abkürzung. Das polyzystische Ovarialsyndrom, kurz PCOS-Syndrom genannt, ist mit 5–10% die häufigste Hormonstörung bei Frauen im gebärfähigen Alter. Ja, und ich kann euch jetzt offiziell verkünden, nach über 20 Jahren, ich habe kein PCOS mehr. Und das ist erstaunlich. Und ja, ich war extra nämlich noch vor ein paar Monaten beim Frauenarzt, um zu schauen, denn bei mir ist es ja immer unterschiedlich. Früher damals zu meiner Zeit wurde PCOS noch nicht diagnostiziert, als ich nicht schwanger werden konnte, weil damals bräuchte man immer ein bisschen mehr Symptome, sage ich jetzt mal, um dass einem gesagt wurde, sie haben PCOS. Bei mir hatten sie damals nichts gefunden. Das Einzige, was ich ja hatte, war keine Periode und wurde mir deswegen ja auch mit 15 Jahren direkt die Pille verschrieben, was nicht die Lösung ist. Und deswegen ja, ist mir das so wichtig, so ein bisschen meine Erfahrung mit euch teilen. Ich bin kein Profi in der Hinsicht, also ich kann wirklich euch jetzt nur erzählen von meinen Erfahrungen, die ich gemacht habe und was ich vermute, was mir so geholfen hat und euch auch die Hoffnung zu geben, zu sagen, falls euch die Diagnose gestellt wird, du hast PCOS, dann ist das kein Weltuntergang. Es muss nicht sein, dass das ein Dauerzustand ist. Also wie gesagt, ich kann jetzt offiziell sagen, ich habe es nicht mehr, weil das einzige Symptom, was ich eben hatte, war, dass ich keinen monatlichen Zyklus hatte, keine Periode. Viele andere Frauen haben noch andere Nebenwirkungen, wie starkes Übergewicht, schlechte Haut, zu viel männliche Hormone. Das sind auch noch so die ganzen Sachen, die dazukommen können. Und ja, bei mir konnte man das halt eben daran sehen, dass ich keinen monatlichen Zyklus hatte und am Ultraschall an meinen Eierstöcken konnte man das ganz typisch erkennen. Also es wurde bei mir dann eben auch erst schon nach den ganzen Kindern, die ich hatte, wo ich dann nochmal mich untersuchen lassen habe. Ich wollte schon damals, schon vor fast 10 Jahren oder so mit der Pille aufhören. Und da wurde ich nochmal untersucht und da meinte damals der Arzt auch, also man erkennt es bei mir einfach an den Eierstöcken. Das sieht dann ungefähr so aus. Ich blende euch vielleicht hier auch nochmal so ein Bild ein, wie das aussieht. Und zwar sind dann so die Eizellen wie in so einer Perlenkette da im Eierstock sozusagen gefangen und reifen nicht und es gibt halt keinen Eisprung und so weiter. Und so sah das bei mir halt immer aus, wenn ich dann beim Arzt war zur Kontrolle. Ja, und vor jetzt ein paar Monaten, als ich da war, habe ich einen Ultraschall gemacht und mich auch noch mal untersuchen lassen und ich hatte keinerlei dieser Symptome. Also meine Periode habe ich sowieso relativ schnell bekommen, als ich die Pille damals abgesetzt hatte, was ja eben ein Wunder war, weil ich sie öfters abgesetzt habe. Einerseits, um eben schwanger zu werden, in der Zeit, wo ich mal schwanger werden wollte. Da war es ja einmal 1 Jahr, einmal 6 Monate und dann nochmal hatte ich sie abgesetzt, weil ich dachte so, nee, komm, ich will sie nicht nehmen und so. Und dann habe ich aber schnell wieder mit angefangen, weil ich mich dann erschrocken hatte, weil ich dann irgendwie wieder keine Periode hatte, starken Haarausfall und all solche Sachen. Deswegen wollte ich euch hier nochmal so berichten, was passiert, wenn ihr die Pille einerseits absetzt, dass ihr euch nicht erschreckt und andererseits eben, was kann da helfen. Also, wie gesagt, das sind eben meine Erfahrungen, aber die Hoffnung, weil auch letztens ich eine Nachricht bekommen hatte über Instagram von einer Mama, die meinte, ja, ihrer 19-jährigen Tochter wurde PCOS diagnostiziert und sie hat sich natürlich da sehr große Sorgen gemacht und ja, deswegen will ich da vielleicht der einen oder anderen Mut machen, weil ich finde, bei mir damals wurde es auch viel zu schnell, dass es gleich darum ging, Hormonbehandlung und so weiter zu machen, um schwanger zu werden, statt dass man eigentlich der Ursache nachgeht. Deswegen, die Pille ist ja auch nicht die Lösung, ne? Also die Pille
bekämpft ja nicht mal die Symptome, sage ich jetzt mal. Die Pille hilft den Frauen, die vielleicht eben unter starker Akne dann auch PCOS-bedingt neigen oder eben zu viel männlichen Hormon, da sagt man, hilft es. Man hat zwar dann die Periode, was ja auch keine richtige Periode ist, sondern jedes Mal eigentlich nur eine Abbruchblutung. Also es ist eigentlich nichts, was einem hilft, sondern vielleicht hier und da ein paar Nebenwirkungen erleichtert, sage ich jetzt mal. Aber es ist keine Hilfe und vor allem dann nicht, wenn ihr dann auch später schwanger werden wollt. Deswegen ganz, ganz wichtig, lasst euch da nicht die Pille aufdrücken, so wie ich damals. Aber klar, das kann man natürlich nicht wissen. Deswegen muss man sich da so ein bisschen drum kümmern. Und leider ist das halt so, dass die Ärzte heutzutage eher direkt die Symptome bekämpfen, sage ich jetzt mal, egal was es geht, statt dass man so ein bisschen forscht, was könnte die Ursache sein, warum man das hat. Ja, und das ist das Ding. Und das herauszufinden, das ist nicht einfach. Ich habe mich natürlich gewundert, warum war das so schnell, dass ich eigentlich direkt auch schon meine Periode bekommen hatte. Obwohl ich so oft schon die Pille abgesetzt hatte, hatte ich keine Periode. Und ja, damals vor 3 Jahren, auf einmal hat es direkt geklappt. War nicht immer regelmäßig, aber trotzdem ist sie immer gekommen. Ja, auch wenn es manchmal 6 bis sogar 8 Wochen gedauert hat, sie ist trotzdem regelmäßig gekommen. Deswegen bin ich da schon der Meinung, dass auf jeden Fall der gesunde Lebensstil viel dazu beigetragen hat. Also ich habe sowieso schon immer auf eine relativ gute Ernährung geachtet, vor allem seit damals unsere Sechslinge auf die Welt gekommen sind. Die waren Frühchenkinder, da hat sich alles so um die Gesundheit gedreht und mir war es sowieso immer sehr, sehr wichtig, dass sich unsere Kinder gut, ausgewogen und vor allem gesund ernähren. Deswegen, ja, falls ihr mich auch so kennt und seht, wie ich so koche in den Videos und so weiter, dann wisst ihr das. Und auch in den letzten Jahren immer wieder hat mich das Thema Ernährung sehr, sehr interessiert, vor allem eben für mein Wohlbefinden. Ich habe so 3 Hauptpunkte, wo ich sagen kann, das sind die 3 wichtigsten Dinge, wo ihr drauf achten solltet, würde ich jetzt sagen. Und das ist zum einen, der Hauptgrund ist Ernährung. Ja, da kommen wir gleich dazu zu meinen Tipps, die ich euch geben kann. Dann die zweite sind die Nahrungsergänzungsmittel. Ganz, ganz wichtig, dass ihr als allererstes, wenn euch diagnostiziert wird, ihr habt PCOS, geht bitte zum Hausarzt, lasst ein großes Blutbild machen und schaut, was habt ihr an Mängeln. Ja? Bei mir war es damals nur Vitamin D-Mangel, aber auch der kann viel machen, ja, vor allem gerade so in der Winterzeit. Also ja, es wundert mich auch nicht, ne? Also ich als Osteuropäerin, die auch noch viel die Sonne meidet und so weiter, hat es mich nicht gewundert, aber da achte ich auch wirklich drauf, das einzunehmen. Jetzt mittlerweile, da war ich auch nicht so regelmäßig, aber ich habe es dann im Winter auch extrem nochmal gemerkt. Und die dritte Sache ist Stress. Also da kommen wir auch noch dazu. Ich weiß, das ist ein Thema, das ist einfacher gesagt als getan, aber wir fangen mal an und wir fangen direkt aber an mit den Nahrungsergänzungsmitteln. Und zwar bin ich sehr, sehr happy, dass ich vor ein paar Monaten Nahrungsergänzungsmittel testen durfte und deswegen möchte ich die euch direkt ans Herz legen. Für Frauen mit Kinderwunsch, auch falls ihr PCOS habt, auch sogar falls ihr kein PCOS habt und ein Kinderwunsch, kann ich euch das Cyclositol von Kari Nutrition empfehlen. Und zwar durfte ich die Sachen testen und ich bin da wirklich sehr, sehr happy, dass es mittlerweile solche Sachen gibt. Es gibt sogar ein komplettes Set, ja, was abgestimmt ist auf die PCOS-Störung, aber vor allem eben dieses Produkt. Ich zeige euch auch gleich, was ich noch alles an Nahrungsergänzungsmitteln verwende. Das ist so das Hauptprodukt, denn dieses Produkt enthält Inositol. Das Cyclositol wurde speziell für Frauen mit PCOS entwickelt und der Hauptbestandteil Inositol wurde nachgewiesen, dass es vor allem bei PCOS sehr, sehr hilfreich ist und kann eben auch beim Kinderwunsch unterstützen. Ich habe übrigens keinen Kinderwunsch, nur mal so am Rande, damit ihr Bescheid wisst. Das Ganze ist vegan, glutenfrei, fruktosefrei, laktosefrei. Das ist auch ein Pulver, falls ihr da Probleme habt mit Kapseln oder so zu schlucken, ist auch geschmacksneutral, also einfach in ein Glas Wasser mit einmixen, also super einfach zum Einnehmen. Ich kann da sagen, dass sich dadurch so ein bisschen nochmal mein Zyklus verbessert hat, also nicht mehr so ein großer Abstand hat, sondern viel, viel regelmäßiger geworden ist. Also schaut da auf jeden Fall einmal in die Infobox vorbei, dort habe ich euch die Produkte verlinkt. Ich habe auch einen kleinen Rabattcode, also vielen Dank an Kari Nutrition, dass sie mir die Produkte zugeschickt haben, dass ich die Möglichkeit habe, euch so etwas zu zeigen.
einsteigen, mit Nahrungsergänzungsmitteln da auf jeden Fall schon mal zu helfen. Bei mir, wie gesagt, Zyklus war jetzt nicht so dramatisch. Ich habe jetzt auch keinen Kinderwunsch, aber ich nehme noch ein paar andere Sachen. Vor allem für die Frauen, die wie ich jetzt ein bisschen viel mit PMS-Beschwerden zu kämpfen hatten, was jetzt bei mir der Fall war, lag einfach daran, dass ich eben schon mit 15 mit der Pille angefangen habe. Und da ist das Problem, ich hatte nie wirklich einen natürlichen, monatlichen, hormonellen Zyklus. Ja? Also das ist für mich, das hat mich schon wirklich also ich muss jetzt wirklich so sagen, 2 Jahre, also erstmal, sagen wir so, erstmal das erste Jahr musste ich sowieso erstmal klarkommen, ne? Erstmal diese ganze Pille aus meinem Körper zu entsorgen. Und dann eben habe ich mich gewundert, warum geht es mir so, warum bin ich so, also meine Psyche, alles möglich, ich kannte das alles nicht, ja, das ist ja, vor der Periode, die ganzen Beschwerden, die ich hatte, das hatte ich alles nicht und das hat mich schon ganz schön fertig gemacht, da muss ich ehrlich sein, also dass ihr da auch Bescheid wisst. Zum Beispiel, ich hatte auch direkt Haarausfall, nachdem ich die Pille abgesetzt habe. Also erschreckt euch da nicht. Also ich hatte damals, wo ich vor ein paar Jahren abgesetzt habe, das hat mich dann auch sehr erschrocken. So ich dachte, nee, ich muss die eben wieder nehmen, die Pille. Nein, das ist kein Dauerzustand. Ja? Also ich hatte Haarausfall und danach wurde es besser. Und jetzt mittlerweile sogar ist mein Haarwuchs viel, viel besser als damals, ja, als ich die Pille genommen habe. Also da auf jeden Fall nicht aufgeben, nicht entmutigen lassen, falls, keine Ahnung, eure Haut auch schlechter wird und so weiter. Ihr müsst eurem Körper Zeit geben. Das ist so, so wichtig. Ja, deswegen musste ich wirklich erstmal mit mir klarkommen. Ich habe immer beobachtet, ich habe so immer meinen Zyklus, ich habe mir alles so aufgeschrieben. Dann habe ich irgendwann so gemerkt, okay, das ist jetzt so die Vorperiodenphase, wo es mir eben anfing, schlecht zu gehen. Und ich habe dann auch schon wirklich meine Familie vorgewarnt, weil mir ging es auch dementsprechend psychisch überhaupt nicht gut. Also ich hatte wirklich bis zu so leichte Depression. Ich will es jetzt nicht nennen, weil Depression ist wirklich eine Krankheit und ich kann jetzt nicht so sagen, okay, ja, man sollte nicht so leichtfertig mit diesem Wort umgehen, sagen wir es mal so. Aber ich war halt einfach so ein bisschen depressiv. Ich habe mich versteckt, weil ich war halt auch aggro und so weiter und das hat mich schon sehr belastet. Und deswegen musste ich da erstmal klarkommen. Und ich denke, das lag auch bei mir, weil ich ja eben nicht kannte. So viele Jahre, über 20 Jahre, das müsst ihr euch mal vorstellen, habe ich die Pille genommen und kannte es nicht, wie der weibliche Körper funktioniert, wie der monatliche Zyklus funktioniert und dass es auch eben so ist, dass man so eine Phase hat. Aber bei mir war es halt sehr extrem. Ja, wahrscheinlich halt auch eben deswegen. Also Haarausfall, müsst ihr damit rechnen. Dann habe ich auch ein bisschen zugenommen. Ja, und gerade auch deswegen, weil ich in der PMS-Phase, also in der Periodenphase dann auch super viel Appetit hatte, also extrem dann Heißhungerattacken und so weiter und deswegen auf jeden Fall nochmal dieses Produkt, weil ich habe gemerkt, das lag wirklich an dem Produkt. Ich nehme das jetzt bewusst immer in dieser Zeit, also nicht den ganzen Monat, also ungefähr in der 2. Zyklushälfte fange ich mit dem NAC an und zwar ist das mit Aminosäuren und L-Cystein, das sind jetzt Kapseln, die sind auch vegan, glutenfrei, fruktosefrei, laktosefrei und frei von Rückständen aus der chemischen Synthese. Ich habe auch wirklich, ich habe die ganzen 3 Jahre, ich habe so vieles getestet. Ich habe auch davor ganz, ganz viele andere Sachen eingenommen und so weiter und immer beobachtet, hilft es mir, tut sich was, tut sich nichts und so weiter. Und hier habe ich das immer wieder so getestet und gemerkt, nein, das muss wirklich daran liegen. Also einerseits in Verbindung mit dem Cyclositol, eben als Hilfe gegen PCOS, aber das ist auch sehr, sehr gut bei Insulinresistenz und Blutzuckerspiegel regulierend. Und ich glaube, das ist das, was mir jetzt ganz Zeit geholfen hat, dass ich keine Heißhungerattacken hatte, weil es wahrscheinlich eben Blutzuckerspiegel regulierend ist und auch fruchtbarkeitsfördernd. Also hoffen wir jetzt nicht, dass noch irgendwas. Ja, wie gesagt, also die Kombination schon mal auf jeden Fall lohnt es sich zu testen. Zudem nehme ich noch zum Beispiel eben das Vitamin D ein, Magnesium nehme ich ein, Zink nehme ich ab und zu auch noch mit ein. Es gibt sogar ein Tee, das kennt ihr vielleicht auch, ne? Also das hat mir damals auch viele empfohlen. Zum Beispiel gibt es auch eben Tees, wo Frauenmantelkraut, das kennt man ja, Himbeerblätter auch sehr, sehr gut sein sollen. Also hier ist so eine Mischung mit Ingwer, Melisse, grüne Minze, Boxhornklee und Datteln und so weiter. Also auch zum Beispiel solche Tees auch sehr, sehr gut geeignet. Also da kann man viel machen. Ansonsten switchen wir rüber zur Ernährung. Das ist wirklich so, ich sag's euch immer wieder, Ernährung ist das A und O. Ohne Ernährung geht gar nichts. Wenn wir gucken, die Zeit, wie wir uns so ernähren, ist wirklich
gar nicht gut. Also gerade die ganzen verarbeiteten Produkte. Ja, die ganze Industrie, ne, alle, die wollen natürlich Geld machen. Es werden nicht immer hochwertige Sachen verarbeitet. Wir haben Konservierungsstoffe, irgendwelche E-Nummern, irgendwelche Sachen. Also das macht einen wirklich krank. Und wenn man so ein bisschen sich mit dem Thema Ernährung beschäftigt und auch so ein bisschen schaut, wie damals zum Beispiel Krebs und so, das hat man so selten gehört und mittlerweile hört man nur, dass Menschen irgendwie an Krebs erkranken. Und ich glaube da schon ganz, ganz fest daran, dass es schon an dem Lebensstil ist, in dem wir so leben in dieser heutigen Zeit mit so viel verarbeiteten Lebensmitteln. Deswegen bin ich da immer eben dafür, sich so natürlich wie möglich zu ernähren. Das ist so der Hauptgrund. Also bei mir war es halt damals schon, dass ich angefangen habe zu schon achten, also auch als ich noch die Pille nahm. Deswegen ist es für mich schon so ein Zeichen, dass als ich dann die Pille abgesetzt habe, auch direkt schon meine Periode bekam und so, dass es schon auf jeden Fall an der Ernährung lag. Zum einen hatte ich davor auch schon geachtet, dass ich zum Beispiel nicht so viel Milch konsumiert habe, also generell dann, ich hatte immer Kaffee getrunken und immer meistens eigentlich so Milch nur im Kaffee getrunken, aber das halt jeden Tag, 2, 3 Käffchen mit Kuhmilch, das hatte ich dann auf jeden Fall aufgehört. Ich bin nicht vegan oder so, wir verzehren Kuhmilch, aber meistens in fermentierter Form, in Form von Kefir oder Joghurt, aber reine Kuhmilch zum Beispiel so konsumieren wir nicht. Und das war so das eine. Und dann habe ich versucht, mich nicht so glutenstark zu ernähren, was natürlich sehr, sehr schwierig ist. Das ist natürlich super schwierig, aber ich habe wirklich gemerkt, dass ja gerade so das gekaufte Brot und so weiter, dass ich das auch dann irgendwann gar nicht mehr vertragen habe. Mittlerweile schon so gut wie gar nicht. Da muss ich schon gucken, wenn ich dann mal Brot kaufe, was für eins. Aber auch da wisst ihr ja, dass ich mittlerweile auch selber Brot backe und da merke ich wirklich ganz, ganz deutlich den Unterschied. Ne, die Brote, die ich backe, die ruhen 24 Stunden. Das Gluten ist alles verarbeitet, fermentiert nochmal. Es ist ganz, ganz anders verträglich als die Brote, die wir so aus der Industrie kaufen. Auf jeden Fall da zu gucken, vor allem Weizen. Vor allem Frauen mit PCOS sollten keine Weizenprodukte zu sich nehmen. Da achten, also wie gesagt, zu schauen, Kuhmilch nicht zu konsumieren, also nicht die reine Kuhmilch. Da bin ich damals halt umgestiegen. Wir haben immer gerne Hafermilch und so ist bei mir überhaupt kein Problem, dass ich in meinen Matcha und Kaffee einfach Hafermilch konsumiere. Schmeckt mir sehr, sehr gut, hatte ich nie ein Problem damit. Und dann ein bisschen zu achten, nicht zu viel Gluten zu essen und dann, wie gesagt, so natürlich wie möglich. Also einmal da müsst ihr auch wirklich da auf euren Körper hören. Ne? Wenn ihr was gegessen habt, achtet drauf, guckt, wie reagiert er. Ich war zum Beispiel, wenn ich auch gucke, meine alten Fotos, ich war immer aufgeschwemmt, also im Gesicht vor allem. Ne? Also das war dann immer so, ich sah im Gesicht viel, viel pummeliger aus, als ich eigentlich bin oder war. Und das war wirklich, dass ich auch Wassereinlagerung im Gesicht hatte und das einfach auch immer gemerkt habe, je nachdem, wie ich mich ernährt habe. Also da so die 3 Hauptpunkte würde ich sagen, eben schauen, nicht so viel Milch zu konsumieren, wenn dann eben in fermentierter Form. Nicht so viel Gluten, vor allem auf Weizen solltet ihr verzichten und Zucker. Ich weiß, und das ist so Zucker bei mir. Ich liebe gesundes Essen. Ich könnte mich nur von Gemüse ernähren, ja. Also ich liebe wirklich gesundes Essen. Bei mir ist es nicht so, dass ich irgendwie auf Fastfood stehe oder ne, so Sachen. Ich liebe wirklich gesundes Essen. Aber bei mir war immer das Problem, war Süßes. Also wirklich, ich hatte immer nach Zucker, Bedarf nach Zucker, nach Süßigkeiten und auch hier wieder ne, diese verarbeiteten Süßigkeiten, was da alles drin ist. Nicht nur so viel Zucker, sondern auch noch alles Mögliche. Das sind so die 3 Sachen. Da müsstet ihr auf jeden Fall als allererstes drauf achten. Die tun einem gar nicht gut. Achten drauf, dass euer Säure-Basenhaushalt im Rein ist. Also wenn unser Körper übersäuert ist, ja, ich weiß nicht, ob ihr euch schon mal mit dem Thema beschäftigt habt, dann entstehen eben im Körper Entzündungen. Zum Beispiel sowas wie Weizen fördert die Entzündungen auch im Körper und eben Zucker, all diese Sachen. Und wenn euer Körper in diesem Entzündungsmodus ist, dann entstehen eben solche Dinge. Und deswegen PCOS, das ist ja nicht etwas, was vererbt wird oder dass man sich damit ansteckt, sondern es ist ein Alarmzeichen, dass im Körper was nicht stimmt. Deswegen müsst ihr halt eben gucken, was fehlt meinem Körper? Und es sind immer irgendwelche Sachen, die fehlen. Deswegen da guckt ihr erstmal, was fehlt mir, welche Vitamine fehlen mir, welche Mineralien da, das durchzugucken, dann zu schauen, dass ich den Körper so ernähre, dass er was davon hat, ja, weil wir ernähren unseren Körper eben, sagen wir mal, mit Weizenprodukten, mit Zucker. Davon hat unser Körper nichts, ja. Wir brauchen gute Fette, gute Ballaststoffe, gute Kohlenhydrate, ja, und nicht Dinge, die uns eigentlich nichts bringen, sondern im Gegenteil uns sogar noch krank machen. Ich weiß, es ist schwierig und wie gesagt, ich hatte jetzt auch
dann immer wieder in dieser zweiten Zyklushälfte, wo ich dann immer Appetit bekam. Und das habe ich gerade gar nicht mehr. Das ist wirklich, da bin ich selbst unter Schock, dass ich das gerade überhaupt gar nicht habe. Und jetzt auch, Gott sei Dank, ich mache ja auch seit Mai, mache ich endlich auch wieder regelmäßig Sport. Aber jetzt endlich purzeln bei mir so die überflüssigen Kilos, sage ich jetzt mal. Und ich fühle mich jetzt auf jeden Fall viel, viel wohler. Und mir geht es auch besser, dass ich da nicht mehr so diese Gelüste habe, weil ich weiß, das ist schwierig. Das ist immer so einfacher gesagt als getan. Ja, ist kein Zucker und so weiter. Wenn es einem verlangt, dann verlangt es einen. Und das ist ein bisschen schwierig. Aber wenn ihr dem Körper eben die Nährstoffe gibt, die er braucht, wenn er gut genährt ist, dann sucht er auch nicht so viel, ja. Und da auch Darmgesundheit. Darmgesundheit, auch die super, super wichtig, dass da, wenn im Darm auch da nichts funktioniert, wenn im Darm Entzündungen sind, die kriegt ihr gar nicht mit, ja, dann auch da können Probleme entstehen. Und das ist so, ihr kriegt das nicht mit, aber irgendwo spiegelt es sich eben wieder. Und auch da versuchen sich eben mit der Ernährung, ja, dass ihr auf jeden Fall fermentierte Produkte zu euch nimmt, dass ihr Probiotika, gute Bakterien, in meinem Fall ist es ja eben, wir trinken selbstgemachten Kefir. Falls ihr die Videos guckt, dann wisst ihr, dass ich jetzt schon, ist jetzt auch schon lange, ne, Kefir selber mache und das für meinen Magen-Darm, also das Beste überhaupt. Und auch da, seitdem ich das trinke, so gut. Also da eben auf die Darmgesundheit ganz, ganz wichtig. Und da müsst ihr nicht irgendwelche extra Sachen nehmen, Probiotika oder so. Das habt ihr zum Beispiel eben im Kefir, Joghurt und fermentierte Sachen solltet ihr auf jeden Fall zu euch nehmen. Das heißt sowas wie Sauerkraut, ne, alles was so fermentiert ist, ne, sowas mache ich ja auch so gut ich kann selber. Und dann kommen wir zum dritten Punkt und dritter Punkt ist der Stress. Und ich weiß, es ist einfacher gesagt als getan. Vielleicht kennt ihr das auch von euren Männern, wenn sie euch dann mal sagen, ach, stress dich doch nicht so. Oh, das kann ich gar nicht leiden, ne? Wenn man das einen sagt, weil das ist einfacher gesagt als getan, ne? Denn wir Frauen, wir ticken ja ganz anders als die Männer. Wenn wir morgens aufstehen, unsere Liste ist schon bereit, mit was wir alles machen wollen und dann sind wir auch noch so, dass wir so viel wie möglich in so schnell wie möglich erledigen wollen und das führt oft zu Stress. Das haben Männer eher nicht, die konzentrieren sich immer auf eine Sache und wenn die erledigt ist, dann kümmern sie sich mal um die andere. Aber wir Frauen sind da schon natürlich ganz, ganz anders und ja, unser Kopf ist immer überall und auch da eben, ja, nicht so einfach. Da mein Tipp auf jeden Fall ein Hobby. Hobby ist sehr, sehr wichtig, wo wir Stress abbauen können. Bei mir mittlerweile, Gott sei Dank, wieder endlich nach so vielen Jahren Sport. Also das tut mir so gut seit Mai. Bin ich wieder im Fitnessstudio angemeldet, ist auch mit Schwimmbad und so weiter und das tut mir sehr, sehr gut, dass ich regelmäßig Sport treibe, dann auch da werden Glückshormone und so weiter produziert, also das tut auf jeden Fall sehr, sehr gut. Dann zum Beispiel habe ich jetzt wieder mehr angefangen zu lesen, das entspannt mich auch, also ich versuche da immer die Zeit, vorher war es halt immer so, dass ich immer unbedingt noch irgendwie abends so die Kinder im Bett, ne? Welche Mama kennt das, so die Freude, endlich alle Kinder im Bett, alles ist aufgeräumt so und ich kann nicht so, dass ich sage, oh jetzt gehe ich direkt schlafen, sondern ich muss immer dann noch so entspannen für mich. Und da war es immer so, dass ich immer Filme geguckt habe oder YouTube-Videos und so. Und mittlerweile bin ich da eher wieder so im Lesen drin. Und das tut mir auch, finde ich, viel, viel besser, als immer auf diese Monitore zu starren. Und noch eine Sache, vielleicht wusstet ihr das nicht, weil ich wusste das auch nicht. Und dann irgendwann hatte ich das mal gehört. Ich weiß nicht, ich glaube, das war auch in irgendeinem YouTube-Video von jemand anderen, die meinte, sie hat aufgehört, Kaffee zu trinken und so weiter. Und ich dachte mir so, warum denn? Kaffee ist doch jetzt nicht ungesund oder so. Aber ich habe das dann gemerkt, ich habe aufgehört morgens. Also mittlerweile, ich habe jetzt sehr lange, ich habe über ein Jahr keinen Kaffee getrunken und jetzt mittlerweile wieder angefangen, aber nachmittags. Ja. Weil ich habe dann wirklich gemerkt, wenn ich morgens, das ist immer so, ne, als erstes, wenn ich aufgestanden bin, war bei mir, ich trinke jetzt mein Käffchen. Das war immer das Erste, was ich gemacht habe, auf nüchternen Magen. Gut, ich habe vorher immer ein Glas Wasser getrunken. Wichtig, man sollte immer als erstes Wasser trinken. Aber danach immer ein Käffchen. Und ich hatte aber immer diese innerliche Unruhe. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das wusste ich nämlich nicht. Erst als jemand das erzählt hat, habe ich gedacht, oh, okay, aber dann könnte es ja am Kaffee liegen. Und sogar als ich das dann meinem Mann gesagt habe, hat er das selber gemerkt. Also dieser innerliche Stress, ne? Nicht nur, dass man so gestresst ist, aber diese innerliche Unruhe, dieser innere Stress, habe ich gemerkt, das hat der Kaffee nicht nur verursacht, sage ich jetzt mal, ne? Also wenn man im Stress ist, er hat es einfach noch mal verstärkt, ja, dieses Stress, den man hat er noch mal verstärkt und diese innerliche Unruhe.
Und dann bin ich von Kaffee geswitcht auf Matcha. Matcha ist ja nicht so jedermanns Sache. Oft, wenn ich hier besucht hatte und jemanden Matcha gemacht habe, gerade meine Schwiegerin, die so, das schmeckt ja wie Henna. Also hat so gerochen, ne? Ich meine, keiner hat probiert, wie Henna schmeckt, aber hat so ein bisschen so diese Art, ist eine Geschmackssache. Ich trinke sehr, sehr gerne. Ich mag mein Matcha Latte, weil Matcha hat zwar auch Koffein, also grüner, das ist ja ein grüner Tee, aber nochmal so anders. Aber Matcha hat zwar auch Koffein, aber ein anderes und es wirkt anders. Das heißt, Matcha ist halt so, es steigert langsam, ne, so die Konzentration und pusht ein langsam, aber hat auch was Beruhigendes, ja, also nicht so wie Kaffee, so bam, so jetzt, du bist voll hübbelig und so, ist so mein Tipp, versucht es, ich weiß nicht so vielleicht jedermanns Geschmack, aber vielleicht hilft es euch und ihr macht die gleiche Erfahrung, aber seitdem ich das so gemacht habe, geht es mir viel, viel besser und ich bin nicht mehr morgens direkt so gestresst und habe diese innerliche Unruhe, weil wenn dieser Körper so dauernd unter diesem Stress steht, das verursacht eben auch viele Sachen und auch da eben gerade für die weiblichen Hormone überhaupt nicht positiv. Von daher müsst ihr mal schauen. Also wie gesagt, mittlerweile jetzt seit kurzem habe ich wieder so angefangen, weil ich einfach den Geschmack von Kaffee sehr, sehr gerne mag. Und dann habe ich mich so langsam rangetastet und habe mal geguckt und nachmittags trinke ich jetzt mal ein Käppchen. Da passiert das halt nicht mehr, weil das ist schon, wie gesagt, am Nachmittag. Da habe ich jetzt nicht so diese Symptome, die ich hatte, als ich das morgens getrunken habe. Von daher schaut mal da. Ihr müsst aber jetzt nicht direkt komplett auf Kaffee verzichten, habe ich gemerkt. Also, das sind so die 3 Hauptsachen, die ich euch sagen kann, ne? Und auch eben was Ernährung angeht. Also ich nehme Magnesium noch zusätzlich ein, einfach auch, weil ich viel Sport mache, ja, also extra nochmal gut. Und dann eben mein Vitamin D, denke ich dran, jetzt gerade auch wieder Winterzeit, da achte ich wirklich drauf, dass ich das täglich einnehme. Zink nehme ich zusätzlich auch ein, so jeden 2. Tag ungefähr. Und was ich euch noch empfehlen kann, ist Schwarzkümmelöl, falls ihr davon noch nicht gehört habt. Ich weiß, dass das schon sehr oft und überall gesagt wird. Gerade so in unserer muslimischen Community kennen das sehr, sehr viele. Also da ist wirklich Schwarzkümmelöl ein allerlei Heilmittel, ja, sagt man so. Sehr, sehr wichtig. Ich nehme das auch, morgens trinke ich immer erst ein Glas lauwarmes Zitronenwasser und dann nehme ich im Anschluss mein Schwarzkümmelöl. Andere nehmen es nach dem Essen und zwar, ich vertrage es so ganz gut. Ich habe es nämlich schon ein paar Mal getestet. Ich habe Gefühl, dass ich bei mir gerade nach dem Essen habe ich es nicht so vertragen, weil das ist halt so, manchmal stößt man das so auf. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Bei mir passiert das zum Beispiel, wenn ich Sucuk esse, esse ich ganz selten. Aber wenn ich es dann mal esse, bereue ich es, weil ich muss dann immer so aufstoßen. Kennt ihr das? Und dann habt ihr diesen Geschmack so im Hals. Das passiert oft auch bei Schwarzkümmelöl. Müsst ihr mal gucken. Ihr könnt euch so langsam reinsteigern mit einem Teelöffel. Ich nehme täglich einen Esslöffel. Wie gesagt, ich nehme es halt eher auf den nüchternen Magen und verträgt sich sehr, sehr gut. Auch hier super viele Vorteile. Also sehr, sehr gesund. Auch hier sagt man, dass das Schwarzkümmelöl sich auf die Magenschleimhaut legt und hier auch zum Beispiel sowas wie Heißhungerattacken und so weiter verhindern kann, aber generell eben für super vieles. Also ein sehr, sehr gutes Öl. Ich packe euch meinen Link rein, da sind viele Produkte wie mein Matcha und das Öl und so weiter auch alles verlinkt. Könnt ihr da reinschauen. Ich habe hier einfach so ein Bio, kalt gepresst auf jeden Fall. Schwarzkümmelöl, ich hatte das jetzt in so einem 4er-Set gekauft, weil es ein bisschen günstiger war. Das kann ich auf jeden Fall empfehlen, sollte man wirklich täglich einnehmen. Das waren eigentlich so meine 3 Hauptsachen, die ich sagen kann, was ich auf jeden Fall euch empfehlen kann. Also wie gesagt, nicht in Panik geraten, falls euch die Diagnose gestellt wird, PCOS. Es muss kein Dauerzustand sein. Ich würde euch auch raten, wie gesagt, erstmal zu schauen, warum könnte es sein, was fehlt mir, was fehlt mein Körper, welche Vitamine, Mineralien fehlen ihnen. All diese Sachen erstmal zu schauen. Klar, auch Schilddrüse und so weiter kontrollieren lassen. Das ist ja auch oft, dass da auch noch normal Probleme sind. Ich finde es halt so schade, dass man damals, ne, erstmal, wie gesagt, hat man es bei mir ja nicht rausgefunden, was ich habe. Und dann ging es auch schon in die Klinik mit Hormonbehandlung und so weiter. Und ich glaube ganz, ganz fest daran, wenn ich damals so eher richtig geschaut hätte, was mit meinem Körper ist und da Zeit gegeben hätte und geschaut hätte, was kann ich machen, dann hätte ich nicht all die Jahre die Pille weitergenommen, sondern ja, wäre schon früher
Gehalt, nenne ich es mal. Also ich hoffe, ich konnte euch hier und da ein paar Tipps geben. Vielleicht hat es der einen oder anderen geholfen. Schreibt mir auf jeden Fall in die Kommentare, falls ihr auch PCOS habt oder hattet, was ihr dagegen tut, was ihr macht, was ihr einnimmt, was euch geholfen hat. Sehr, sehr gerne den Austausch in den Kommentaren, weil natürlich ist bei uns jede Frau, ja, ist ganz anders und bei jedem ist es auch anders und jede hat so eben ihre anderen Symptome und Beschwerden. Deswegen ist der Austausch da auf jeden Fall ganz, ganz hilfreich. Ich bin auch immer sehr, sehr dankbar, habe auch viel von euch oder auch eben über Instagram viel dazugelernt und auch da immer die Tipps angenommen und hoffe, ich konnte euch mit meinen Tipps irgendwie helfen. In dem Sinne hoffe ich, das Video hat euch gefallen und ihr lasst ihm einen Daumen nach oben da. Würde mich auch freuen, wenn ihr den Kanal abonniert, falls ihr das auch noch nicht gemacht habt. Aktiviert auch sehr, sehr gerne die Benachrichtigungsglocke, um das nächste Video nicht zu verpassen. Sagt mir auch sehr, sehr gerne, falls ihr noch andere Videowünsche habt, noch andere Talk-Themen, die euch interessieren oder zum Beispiel vielleicht ja so einen Tag lang, was ich denn so genau alles esse, worauf ich so achte. Falls euch das interessiert, sagt mir da auch sehr, sehr gerne Bescheid. Ansonsten hoffe ich, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis bald!